Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mich wieder begleiten möchtet auf einer Tour im Zuge der Iron Lake Challenge. Ihr habt es schon gesehen, heute wird es wieder flach. Ich bin an der Westküste, besser gesagt an der Nordseeküste, und ich möchte heute das Kronenloch umrunden. Das befindet sich jetzt hier ein paar hundert Meter in diese Richtung, hinter diesem Busch. Und die Strecke wird ungefähr so um und bei zwischen 12, 13 Kilometer sein. Die Strecke wird sich auch wieder so beinhalten wie jetzt hinter mir, mit sehr viel Asphalt. Aber ich werde vielleicht einige Vögel beobachten können, weil das nämlich gleichzeitig hier auch wieder ein Naturschutzgebiet, wo sich auch einige Vogelbeobachtungshütten im Gelände hier befinden. Das hatte ich schon gesehen auf der Anfahrt hierher. Ja, ich würde mich freuen, wie schon gesagt, wenn ihr mich begleitet. Und wir gehen mal los und schauen mal, was wir hier so am Wegesrand entdecken können. Hier dann schon mal eine Übersichtskarte von dem Naturschutzgebiet Kronenloch. Ich bin jetzt hier. Geparkt habe ich hier oben. Das war übrigens gerade kostenfrei. Und ich folge diesem Weg immer schön. Und immer bei den Infopunkten hat man eine Vogelschutzhütte. Ich hatte euch vorhin ja ein Schild gezeigt, militärischer Sicherheitsbereich, und ich habe auch einige Ballons gesehen, die bei Schießübungen oder besser gesagt bei Erprobungsübungen hochgezogen werden. Das beinhaltet hier den Speicherkog in der Meldorfer Bucht, und dies ist ein Erprobungsgebiet der Bundeswehr. Ist interessant, das Wattenmeer ist ja eigentlich Weltkulturerbe und ein Naturschutzgebiet. Das wurde da wohl ausgenommen und es dient der Bundeswehr. Man muss auch nicht immer auf dem Asphalt entlang laufen, weil hier gibt es einen schönen breiten Grünstreifen, das dann wohl ein bisschen Entlastung für die Füße bietet. Wir sind übrigens hier im Kreis Dithmarschen und dort wird auf Kohl gesetzt. Sie sind gerade mitten in der Kohlernte und da sind dann doch manchmal die Straßen ganz schön dreckig. Das hatte ich leider auch schon gemerkt auf der Hinfahrt hierher. Durch die Kohlernte wird dann halt natürlich Modder und Lehm dann halt auf die Straße mit draufgetragen. Und das macht das Ganze, wenn es natürlich noch regnerisch ist, etwas schmierig. Da sollte man natürlich aufpassen, wenn man hier gerade unterwegs ist. Ich habe auch mal wieder Glück mit dem Wetter. Auf dem Hinweg hierher von Kiel bis hier sind es ungefähr 100 Kilometer. Da hat es noch genieselt, aber jetzt scheint schön die Sonne.
Das hatten sie auch angesagt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute doch noch los bin. Und ich habe jetzt ein bisschen über 5 Kilometer hinter mir. Ich werde nachher wieder an die Straße kommen und dann sind es noch mal ungefähr 6, vielleicht ein bisschen weniger, wo ich dann halt nur strikt geradeaus laufe. Ich habe jetzt 7,5 Kilometer hinter mich gebracht und von dem Kronloch habe ich noch nicht so viel gesehen. Das wird sich aber gleich noch mal ändern, weil diese Strecke hier geht jetzt ungefähr 4,5 Kilometer geradeaus. Und dort soll es ein paar Vogelbeobachtungspunkte geben, wo man dann natürlich auch einen direkten Blick hat auf das Kronloch. Und da kann ich euch natürlich dann auch wieder die entsprechenden Daten zu diesem See geben. Hier nochmal eine Übersichtskarte des Naturschutzgebietes Kronloch. Und ich bin jetzt hier oben. Hier ist mein Parkplatz, also ihr seht, so viel ist es nicht mehr. Und ihr würdet es nicht glauben, ich kann das Kronenloch sehen. Allerdings werde ich hier euch noch nicht die Daten geben. Ich gehe noch ein Stück weiter. Dort ist ein Vogelbeobachtungspunkt und dort gibt es dann die Daten zu dem Kronloch. Da seht ihr auch nochmal ein Gewässer. Das ist neben dem Kronloch. Das ist einmal der Meldorfer Hafenstrom und dieser endet in den Miele-Speicherbecken. Für Surfer unter euch ist das Miele-Speicherbecken zum Beispiel sehr interessant. Dort darf man surfen, auch mit Wasser, weil bei der Nordsee ist ja immer ab und zu, dass das Wasser weg ist. Wie zum Anfang gesehen, da war ja das Wasser auch nicht mehr da, war gerade wieder Ebbe. Und da kann man dann, ohne gebunden zu sein an den Gezeiten, sein Hobby frönen. Nach etwas über 10 Kilometer habe ich dann doch noch einen schönen Blick auf das Kronenloch gefunden. Und hier kann ich euch die Daten zu diesem See geben. So viel Daten zu dem Kronenloch habe ich gar nicht gefunden jetzt. Er ist 2,1 Quadratkilometer groß und gehört zum Naturschutzgebiet Kronenloch Speicherkog Dithmarschen. Dieses Naturschutzgebiet wurde 1985 eingerichtet und ist 532 Hektar groß. Es ist ein Salzwasserbiotop, was natürlich im Schleswig-Holstein liegt, im Landkreis Dithmarschen. Da ich jetzt noch grob 2 Kilometer habe bis zum Auto, das liegt nämlich hinter mir, kann ich schon fast sehen, würden da nicht Büsche davor sein, mache ich hier gleich mal das Fazit zu dem Kronloch. Ja, umrunden kann man ihn mal. Man ist natürlich wieder draußen in der Natur, lässt sich den Wind um die Nase wehen. Aber eine Empfehlung, mal hier lang zu laufen, eher nicht. Wenn man Vögel beobachten möchte, ist das natürlich ein guter Platz. Vor allem durch so einen Ausguck wie hier. Oder ich habe auch schon gesehen, vielleicht komme ich da näher auch noch vorbei, gibt es auch noch Verstecke direkt am Wasser. Die Strecke war jetzt
grob 12,5 Kilometer lang. Bänke gab es oben auf dem Deich und dann dauert es ungefähr wieder so 6, 7 Kilometer, wo ich hier an der Straße war, wo es dann wieder Bänke gab. Mit diesem Aussichtspunkt hier hat man natürlich auch wieder Pausenmöglichkeiten. Das werde ich jetzt auch gleich noch machen, einen Tee trinken und noch was essen, bevor ich zum Auto gehe. Und dann habe ich hiermit meinen 23. See geschafft, wenn ich am Parkplatz bin. Das Kronloch ist in der Rankingliste der Iron Lake Challenge die Nummer 20 und damit habe ich jetzt nur noch 2 Seen. Es ist einmal der Lankersee, der in der Nähe von Preetz liegt und dann muss ich noch auf die Insel Sylt. Dort gibt es auch noch einen See zu bezwingen. Bei diesen beiden Seen wird Liz wieder mit dabei sein. Darauf freue ich mich sehr. Und dann komme ich fast zum Ende meiner Iron Lake Challenge. Also wenn ich die letzten beiden Seen bezwungen habe, habe ich die Iron Lake Challenge bezwungen. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mich begleitet habt. Ich hoffe, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn es auch etwas langweilig war, hier die Natur zu sehen. Und ich würde mich natürlich wieder freuen über Likes, Kommentare und wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich über ein kostenloses Abo. Da dieses Video in der Adventszeit auftaucht, also besser gesagt am ersten Advent, wünsche ich euch allen einen schönen ersten Advent und kommt gut durch die Adventszeit, kommt ein bisschen zur Ruhe und erholt euch und verbringt diese Zeit mit euren Lieben. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!